So, guten Morgen, Leute. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zu einem verlassenen Wasserpark. Man soll es nicht meinen. Wenn man sich diese Straße hier anguckt, könnte man eigentlich meinen, wir würden hier über, was für einen Weg fahren. Hatten gerade auch schon einen netten Anwohner getroffen. Den haben wir freundlich gegrüßt. Er hat freundlich zurückgegrüßt. Wir hoffen mal, dass er... Zuvor kam er aber mit so einer Hacke aus dem Gebüsch gesprungen. Keine Ahnung. Ja. Wir haben uns richtig erschrocken. Also er ist jetzt nicht wegen uns da rausgesprungen. Der hätte wahrscheinlich auch kein Auto hier erwartet. Weil kann mir keiner erzählen, dass es der offizielle Weg hier zu diesem Wasserpark gewesen ist. Wenn das wirklich so sein sollte, dann weiß ich auf jeden Fall, warum der jetzt lost ist. Also Die kamen nur mit dem Jeep weiter. Ey. ja, ähnlich, oder? Wir haben den Wasserpark gerade von der anderen Straßenseite schon gesehen. Aber da kamen wir halt nicht hin, weil das nämlich mit dem Fluss getrennt war. Sah auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Mal gucken, ob das Ganze zugänglich ist gleich. Ich glaube schon. Ja, so viel dazu, ne? Das ist schon so krass verblasst. Könnt ihr das sehen? Kann man schon gar nicht mehr mittlerweile lesen. Wenn Sabrina jetzt mal die Drohne steigen lässt, bin ich jetzt hier mal rübergegangen. Werde mir jetzt mal einen Überblick verschaffen. Ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich hiervon halten soll, ehrlich gesagt. Weil man sieht auf jeden Fall, dass hier Bauarbeiten stattfinden. Und eventuell vielleicht schon was abgerissen wurde, ich weiß es nicht. Aber irgendwas passiert hier auf diesem Gelände auf jeden Fall. Und irgendwer scheint sich hier auch noch drum zu kümmern. Deswegen werde ich jetzt erstmal gucken. Und Sabrina wird sich das Ganze jetzt mal von oben anschauen. Also werden wir auf jeden Fall alles genauestens im Blick haben. Das Positive ist auf jeden Fall schon mal, dass es nicht so wirkt, dass die heute irgendwie am Arbeiten wären. Aber auch hier sieht man wieder, dass hier irgendwelche Absperrungen abgerissen worden sind. Hier wird auch mal irgendwas gewesen sein, oder? Was meint ihr? Hier ist ja überall freie Fläche und nur da hinten ist der Teil noch da. Also muss doch hier auch mal irgendwas gewesen sein. Also wenn man diese ganzen Wasserrutschen nicht sehen würde, würde man, glaube ich, denken, es wäre hier einfach nur so ein irgendein Rohbau. Keine Ahnung was. Ne? Also das ist alles komplett... Das ist einfach Rohbau. Ich meine, gut, da sind eigentlich wahrscheinlich nur Treppen drin oder sowas, wo man dann hochlaufen konnte zu den einzelnen Rutschen. Aber es sieht schon echt sehr in die Jahre gekommen aus, wirklich. Also, guckt euch das mal an, wie das aussieht, ne? Also hier braucht man auf jeden Fall nicht mit einer Neueröffnung rechnen. Das ist alles komplett Rohbau hier und die Rutschen sind richtig demoliert. Das wird man auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut sehen können, aber die sind von außen schon richtig demoliert. Also entweder habe ich Hallus oder hier läuft irgendwo Strom. Hier ist auf jeden Fall überall Sand drin, also quasi zu Schlamm geworden schon. Aber hier brummt irgendwas da hinten. Hier ist irgendwo noch Strom. Also ich würde jetzt gerne näher rangehen, aber man sieht ja, hier ist alles voller Schlamm und da brauche ich einfach das falsche Schuhwerk an. Ich hoffe einfach, man hört es irgendwie auf der Kamera. Da ist irgendwas am Brunnen. Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch echt eigenartig, oder? Hier steht auch alles unter Wasser. Ja, müssen wir mal außen rumlaufen und mal gucken, ob wir da irgendwie näher dran kommen. Und natürlich gucken, ob wir da irgendwie oben ins Gebäude kommen und zu den Rutschen natürlich. Hier waren auch noch Rutschen, 2 Stück. Wahrscheinlich für kleinere Kinder oder für Menschen, die jetzt nicht so auf so viel Action stehen. So, Spinnboden. Ja, hier ging es dann auf jeden Fall die etwas größere Rutsche runter und führte dann nach unten
ins kleine Becken rein. Die Aussicht von hier oben ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Also hier haben sich auf jeden Fall 3 Rutschen befunden, die dann direkt hier ins Becken geführt haben. Das sieht doch irgendwie so, weiß ich nicht, so kahl aus, oder? Was meint ihr? 3 Rutschen und dann daneben ist dann irgendwie gar nichts mehr. Ja, irgendwie komisch. Jetzt weiß ich, was ich gerade gehört habe. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob das nicht hier von diesem Fluss vielleicht eventuell kam. Aber die pumpen hier irgendwas ab. Seht ihr das? Jetzt wird wahrscheinlich das ganze Wasser gerade rausgepumpt. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass hier tatsächlich gearbeitet wird. Also jetzt haben wir auf jeden Fall die 100%ige Bestätigung. Davon ist ein Sicherungskasten, da kommt der Strom dann her. Und das ganze Wasser wird dann unten aus dem Keller gepumpt. Da sind auch so Planen drüber. Hier war dann mal der Kinderbereich gewesen. Also ich sehe auf jeden Fall gerade, dass man da wohl ins Gebäude reinkommen würde und dann vermutlich auch zu den Rutschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, ob ich da jetzt alleine reingehe oder ob ich Sabrina Bescheid sage, dass sie mitkommen soll oder ob wir uns das einfach nur von außen angucken. Also wir haben jetzt diese 3 Optionen. Das Problem ist echt, ich bin mir echt nicht sicher, ob hier nicht doch jemand ist. Von dem Gebäude konnte man übrigens in so einen richtig großen Pool hier gelangen. Da hatte man richtig schöne Bahnen schwimmen wahrscheinlich. Und dann hatte man so einen richtig, richtig schönen Blick aufs Wasser da hinten. Und es führte übrigens doch eine Brücke auf die andere Seite. Da hinten ist nämlich auch so ein Rohbau. Ich glaube, den hatten wir gerade schon von der Straße aus gesehen. Ich würde mal echt interessieren, was da hinten mal war. Ich stehe hier gerade im kompletten Rohbau, ne? Vielleicht bin ich jetzt irgendwie blöd oder so, aber die Wände sehen doch relativ neu aus, oder? Vielleicht wollen sie es doch nochmal neu eröffnen, aber das wird ja wenigstens erklären, warum man hier das ganze Wasser abpumpt, oder? Das macht man doch nicht, wenn man das abreißt. Es sieht auf jeden Fall nicht so gruselig aus, wie von da hinten erwartet. Heißt, wir können auch einfach mal hier gucken gehen. Hier ist auf jeden Fall schon ein Graffiti drauf. Das Übliche halt, ne? Hier war mal so ein Piratenschiff. Und hier so ein Wal. Hier steht sogar so ein Baugerüst. Also das wäre ja echt der Oberhammer, wenn die hier tatsächlich diesen Wasserpark neu eröffnen wollen. Oder irgendwas anderes draus machen wollen. Okay. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Da hinten wird es schon so richtig dunkel und gruselig. Diese Treppe hier haben sie doch auch provisorisch gebaut, oder? Ach. Naja. Es war vielleicht mal eine Treppe. Shit. Da hinten die Treppe, die ist auch irgendwie nur noch so halb da. Von unten kommt man da auch nicht mal weiter. Heißt, der einzige Weg ist wieder hier lang. Oh, Gottes Willen.
Keine Taschenlampe mit. Aber geht's hier doch weiter? Wir schauen mal. Ah, okay, hier geht's doch noch weiter nach oben. Zum Glück. Ich glaube, da könnte es zu den Rutschen gehen. Aber das sieht alles andere als vertrauenswürdig aus, oder? Es sind einfach nur so Bretter drüber gelegt. Ja, genau, das ist der Übergang. Da geht's zu den Rutschen. Hier geht's nach draußen und auch wieder nach oben. Ich glaube, ich gehe erstmal hier nach oben. Gucken, was da so ist. Aber hier oben scheint nichts mehr zu sein. Alles kompletter Rohbau. Alles kompletter Rohbau. Nein, hier ist eine Wasserrutsche. Hey! Und da ist auch noch eine. Zwei sogar. Geil. Ja, es war auf jeden Fall so eine Rutsche, die man im Dunkeln gerutscht hat. Und dann kamen immer diese Lichter da, wie man es gerade so sieht. 3 Rutschen sind hier sogar. Ach, das sind die wir gerade von unten gesehen hatten. Ja. Ja, schon nicht schlecht, ne? Die gingen bestimmt richtig ab. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder nach unten. Und dann überlegen wir mal, ob ich da jetzt noch rüber gehe oder ob ich es sein lasse. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schwierig, ehrlich. Das sieht so... Naja. Es sieht halt sehr... Naja, aus, ne? Aber ich sag mal, da unten ist ja auf jeden Fall noch Beton. Also selbst wenn ich hier durchbrechen würde, würde ich hier dann hoffentlich auf diesem Beton landen und nicht irgendwie in, was weiß ich, 10 Meter Tiefe oder sowas. Me liga, me fala, vai rolar ou não vai? Coloca a mala na mala, vambora, já tô indo aí. Eu vou pegar o isopor e já tá tudo certo. Só te espero pra gente partir. Hoje a gente tá bem, vai queimar lá no parque aquático. So, und weiter geht's nach oben. Zu den richtig geilen Rutschen. Guckt euch das an. Hier ist bestimmt wieder so eine Rutsche, die im Dunkeln war. Hier auch so, die wird safe schnell gewesen sein, Leute. Die sieht schon so aus. Die wird bestimmt richtig schnell gewesen sein. Und hier noch eine Rutsche. Vielleicht konnte man eine von denen auch mit Reifen rutschen. Hier geht es auf jeden Fall noch höher. Also heißt, da oben müssten ja noch mehr Rutschen sein. Ich bin gespannt. Ja, hier ist noch eine. Die wird bestimmt so richtig so eine Turborutsche gewesen sein. Ja, 100%ig. Das wird so eine Turborutsche gewesen sein. Komplett im Dunkeln. Ach, ich hätte schon Bock, irgendwie so eine Rutsche zu rutschen jetzt gerade, ne? Aber geht ja leider nicht, ne? Macht ja auch keinen Sinn, da jetzt so runter zu krabbeln. Wenn da jetzt wenigstens noch Wasser geht. Wartet mal. Wenn hier der Strom geht und die Wasser abpumpen, könnte man ja rein theoretisch diesen Schlauch einfach zu den Wasserrutschen legen, oder? Das wäre doch echt geil, oder? Was meint ihr? Also ich habe jetzt mal einen anderen Weg nach unten genommen. Also den Weg, den man als Gast hier eigentlich genommen hat, um zu den Rutschen zu kommen. Ja, das war's dann wohl. Weiter komme ich nicht. Das ist irgendwie seltsam. Es sieht für mich auch aus, als hätten sie diese Mauern hier und die da oben irgendwie neu gezogen. Was dann wiederum doch darauf schließen lässt, dass sie den neu eröffnen wollen, oder? Ach, das ist echt schlimm. Dieses Spekulieren, man hat keine genauen Infos.
Aber sollten wir noch irgendwelche Infos bekommen, wird Sabrina die auf jeden Fall hier irgendwo einblenden. Oder ihr habt es vielleicht vorher schon erfahren. Ihr werdet es sehen. So, und angekommen haben wir hier auf jeden Fall die Turborutsche. Und ich finde, das lässt sich auch darauf schließen, dass sie so schnell ist, dass man hier in so einem Becken landet und nicht so wie hier in so einer, ne, ihr wisst, was ich meine. Halt nicht im Becken, sondern auf der Rutsche halt irgendwie noch, ne? Die blaue, vorne die vermutlich auch etwas schnellere orangene Rutsche und dahinter dann noch die grüne. Hier ist auch noch ein Ausgang einer Rutsche. Hier war auf jeden Fall mal so ein Strömungskanal, der hier im Kreis führte. Und hier ist nochmal so ein Kleinkinderbereich mit einzelnen Rutschen. Also die Rutsche ist auf jeden Fall noch da. Aber ich glaube, da hinten die Rutsche, die wird schon abgebaut, oder? Das müssen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen genauer angucken. Hier hat auf jeden Fall schon mal jemand versucht, runter zu rutschen. Ich glaube, das hat nur semi-gut funktioniert. Hier auch nochmal 2 richtig kleine und kurze Rutschen. Oh, hier geht's direkt nach unten. Hier nochmal so eine kleine Wellenrutsche. Und hier hatten sie auch nochmal 2 Rutschen. Also ich vermute, dass diese Rutsche dann irgendwie gegenüber lag. Und das hier war wahrscheinlich einfach nur so Deko. Oder was meint ihr? Ja, doch, das war doch mal Deko, oder? Hier auch, liegt auch die ganze Deko rum. Bisschen wie so ein Korallenriff. Also der Bereich scheint mal richtig schön gewesen zu sein, glaube ich. Die anderen Bereiche mit Sicherheit auch. Das sieht jetzt einfach nur so trostlos aus, weil, naja, eigentlich nicht mehr viel von da ist, ne? Hier ist übrigens nochmal dieser Kasten, wo der Strom läuft. Ach, guck mal hier. Hier war noch so ein Kinderspielplatz. Wie verwittert das einfach ist, ne? Das sieht aus, als ob das hier schon keine Ahnung wie viele Jahrzehnte leer stehen würde. Das ist ja der Hammer. Aber es dreht sich noch. Zumindest zum Teil. Sieht ein bisschen aus wie so ein Karussell auf der Kirmes, ne? Wenn man sich hier so draufsetzen konnte. Hier so ein kleines Kettenkarussell. Wahnsinn. Dieser Wasserpark wurde nie fertiggestellt. Seit 2013 in Arbeit, sollte er mit Wellenpools, Rutschen und einem Spa Touristen begeistern. Doch 2016 stoppten finanzielle und rechtliche Hürden den Bau. Die verlassenen Strukturen sind eine Umweltbelastung und die Stadt fordert Fertigstellen oder abreißen. 2024 wurden die Lizenzen erneuert, was Hoffnung auf Fortschritt weckt. Doch bis Mai 2025 gibt es keine neuen Entwicklungen. Die Zukunft des Projekts bleibt ungewiss. Wird der Park je Realität oder bleibt er eine Ruine?